Diesmal gleich 2 Checks auf der Bucketlist. Wir reisen von einem Weltwunder zum nächsten. Das ist Wahnsinn, der Blick in die Hölle. Schau dir das an. Mit tollen Naturerlebnissen und der vielleicht coolsten Dusche der Welt. Unsere Zeit an Brasiliens Küste neigt sich dem Ende zu. Leider, uns zieht es hier gar nicht weg. So sehr gefällt uns der Lifestyle. Aber nach 5 Monaten läuft unser Visum nun endgültig ab. Und es sind noch über 4000 Kilometer bis zur Landesgrenze. Denn wir wollten so lange wie möglich hier im schönen Nordosten bleiben. Brasilien ist eben nicht nur verdammt schön, sondern auch verdammt groß. Wir saugen die letzten schönen Momente auf, bevor wir den Brummi wieder reisefertig machen. Aber gleich ist erstmal wieder Schaufeln angesagt. Nur steckt diesmal glücklicherweise ein anderer Laster im Sand fest. Hallo schaufelt aber zur Abwechslung mal am Fremd-LKW. Statt mit anzupacken, schauen die Dorfbewohner lieber zu und geben jede Menge schlaue Kommentare ab. Aber hey, immerhin ist mal für Unterhaltung gesorgt hier in diesem kleinen Strandort. Kommt schon. Warte, der ist zu weit an der... Der Brummi zieht mit seinen ganzen 8 Tonnen und bald rollen alle Reifen wieder. Auch unsere, viele Tage lang, immer gen Süden. Das ist das fahrende Filmstudio. Lange Autofahrten nutze ich meistens zum Schneiden. Und hier entstehen also die meisten Zeitreise-Episoden. Je nach Straßenqualität ist es mal mehr oder weniger leicht, denn es bewegt sich alles. Es ist laut, es ist heiß, 35 Grad hier hinten im Koffer, wir haben keine Aircondition und ich bin nicht angeschnallt. Nach einer Woche Fahrt wartet noch ein Highlight auf uns. Wir erreichen Brasiliens schönste Stadt und sind schon total gespannt. Nach 23.000 Kilometern biegen wir in die Bucht von Rio de Janeiro ein. Und wir den Seehafen. Wunderbare Stadt, sagt man. A cidade maravillosa. Mal schauen. Und hier, schaut mal, wie das aussieht. Ja,
Staunen und Filmen merken wir gar nicht, wie ein Hindernis auf uns zurast. Wir sind zu hoch für die Stadtautobahn. So, Altona Max 385. Was sollen wir machen? Also in den Tunnel mit 385 fahre ich nicht rein. Wow. Aber Gott sei Dank hat es um ein paar Zentimeter gerade noch hingehauen. Sonst hätten wir jetzt ein Brummi Cabrio. Alle haben uns gewarnt, dass wir hier mit ziemlicher Sicherheit überfallen werden. Trotzdem müssen wir den Brummi verlassen, um auf den ikonischen Zuckerhut zu fahren. Denn diese Aussicht ist echt ein Risiko wert. Der Blick über die Millionenmetropole mit ihren Buchten und verdschungelten Bergen ist wirklich atemberaubend. Da die Copacabana und genau gegenüber thront surreal, als säße er in einem Wolkenschloss, der Cristo Redentor. Außerdem ist der Zuckerhut der vielleicht beste Ort, an dem man Flugzeuge beim Landeanflug beobachten kann. Von oben. Er sieht den Christo. Ey, da! Heute ohne Wolke. Genau. Am nächsten Tag fahren wir mit der Standseilbahn zu einem der neuen 7 Weltwunder. Siehst du was? Ja. Es riecht echt. Christus, der Erlöser. Mit seinen 30 Metern genau genommen ein Zwerg zum Beispiel, verglichen mit der Freiheitsstatue. Aber er zieht alle in seinen Bann. Für uns geht es weiter, ganz ohne ausgeraubt zu werden. Und wir reisen von einem Weltwunder zum nächsten. Die Iguazu-Wasserfälle werden unser letztes Ziel in Brasilien sein. Und was für eins! Dem Mythos der Ureinwohner, der Guarani, nach war es ein rachsüchtiger Schlangendämon, der spitz gekriegt hatte, dass sich seine Auserwählte aus dem Staub machen wollte. Aus Wut und Eifersucht zerschlug er den Fluss, verdammte die Abtrünnige und lässt bis heute sein donnerndes Lachen aus dem Teufelsschlund hören. In Wahrheit ist es das Donnern von 2 Millionen Litern Wasser pro Sekunde, die hier runterstürzen. Unfassbar. Der Blick in die Hölle. Schau dir das an. Diese Wassermassen. Ja, du hast dich doch mal jemals sowas gesehen. Wow. Seid ihr auch so nass? Das war die größte Dusche der Welt. Von der Gischt des Höllenschlundes. Neben der Naturgewalt befindet sich gleich noch ein Naturwunder. Die Wasserfälle liegen inmitten des atlantischen Regenwalds. Fast so artenreich wie sein großer Bruder, der Amazonas, der viele 1000 Kilometer weiter nördlich liegt.
Da läuft ein Tier. Da. Ein Seewagen. Ja. Mama, da ist ein Kind auf einem Ast geklettert. Echt? Ja, so gute Kreie. Hier könnt ihr sehen. Und da. Da gibt eine. Kann streicheln. Manche Wunder sieht man aber erst auf den zweiten Blick. Zum Beispiel an einem kleineren der über 200 Iguazu-Wasserfälle, ein bisschen versteckt stromabwärts. Und ich meine nicht den Regenbogen. Wir entdecken eine Kolonie Rußsegler. Sie leben nur an Felswänden von Wasserfällen, sicher vor Räubern. Mit wasserdichtem Gefieder und extra starken Krallen sitzen sie hier dicht an dicht über dem tosenden Schlund. Sowas zu erleben bedeutet uns viel mehr als die großen UNESCO-Weltwunder abzuhaken. Wenn unsere Kinder nur einen kleinen Funken davon spüren können, wie glücklich Natur machen kann, hat sich unsere Reise schon gelohnt. Es ist unser letzter Tag in Brasilien. Morgen müssen wir das Land verlassen haben, sonst drohen hohe Strafen. Der Rio Iguazu markiert die Grenze. Links davon liegt schon Argentinien. Aber wir verlassen Brasilien nicht trockenen Auges. So viel steht fest. Wir tauchen noch einmal ganz tief ein und diesmal im wörtlichen Sinne. Wir spüren die Naturkräfte hautnah und lassen uns durchtränken von dem Elixier, das aus Brasilien rausfließt. Denn dieses Land mit seinen kleinen und großen Wundern hat es uns echt angetan. Und eins steht fest: wir kommen wieder, und zwar schneller als gedacht. Auf nach Paraguay! 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 Tschüss Brasilien. Oh, wir kommen wieder. Wir haben schon die tollsten Sachen gehört und jetzt bin ich echt mal gespannt. Vielleicht ist es ja ganz toll. Paraguay überrascht uns erstmal mit üppigem Dschungel und wilder Natur. Von hier fahren wir weiter gen Westen mit Kurs auf die Anden. Wir fahren durch den Chaco und hier passiert es. Es ist 1 Uhr nachts, wir stehen hier irgendwo in Argentinien und uns hat gerade jemand mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen. Drinnen war noch Licht und wir waren wach. Welche Vollidioten.
Das bisher schlimmste Erlebnis der gesamten Reise. Aber kein Grund aufzugeben. Wir schrauben uns immer höher, bis alles erst grün und dann sehr bunt wird. Und ich rede nicht von den Märkten. Das sind, glaube ich, mit Abstand die buntesten Berge, die ich jemals gesehen habe.